Und ich finde es so schön, dass Gott diese Frage auch stellt. Was tust du denn hier, Elia? I think it's so beautiful that God asks Elijah this question. Wieso bist du denn jetzt hierher gekommen? What are you doing here, Elijah? Why did you come here? Und wieder, Gott sagt nicht sofort, du sollst dich doch nicht fürchten. And again, God doesn't just bash him and say, you're not supposed to be afraid. Sondern er fragt ihn und er will mit ihm ins Gespräch kommen. He asks him and he wants to get into conversation with him. Und dann haben wir eben diese Geschichte, wo Gott ihm erst in diesem leisen Säuseln begegnet. And then we have this story where God then finally only meets him in this quiet sound. Also eben, es ist Wind und Erdbeben und Feuer und in all dem spürt er die Gegenwart Gottes nicht. There is wind and there is an earthquake and there's fire. And in none of these things Elijah feels God's presence. Sondern eben in diesen leisen Wehen. But then in this little sound. Aber Gott hat sich vorher in der Geschichte schon mal in einem Feuer oder in einer Wolke oder so gezeigt. Now God, in another story, had already shown himself in a cloud and in a fire. Ja, und ich finde es einfach auch schön, dass es verschiedene Momente gibt, in denen Gott sich uns auch unterschiedlich zeigt. And I think it's so cool that we see here there's different moments in which God shows himself, reveals himself in different ways. Und vielleicht hat Elia in dem Moment einfach auch diese Sanftheit von Gott gebraucht. And maybe Elijah in this moment, he needed this calmness, this gentleness from God's side. Und also, wenn euch hierzu noch gerade irgendein Gedanke kommt oder was euch daran so beeindruckt, dann dürft ihr es auch gerne noch sagen gerade. Is there something that stands out to you about this encounter? Feel free to mention that. Ansonsten würde ich mit einem Gedanken noch aufhören und dann werden wir an der Stelle Elia abschließen. Otherwise, I want to share one more thought with you guys and then we will wrap up Elijah there. Und zwar einfach noch der Gedanke, dass Elia ja zweimal zu Gott gesagt hat, ich allein bin der Einzige, der von deinen Propheten noch übrig geblieben ist. Twice Elijah said to God, God, I'm the only one who's left of all your prophets. Und Gott hat zu ihm gesagt, ich habe dir 7.000 übrig gelassen. And God spoke to him and said, actually, there's 7,000 that I'm still watching out for. Und ich finde es irgendwie auch für uns ein schönes Prinzip. Wir sehen das vielleicht gerade nicht, dass da noch mehr Mitstreiter mit uns sind. And I think that for me is such a beautiful principle that we might not at the moment recognize that there are so many people fighting alongside us. Aber Gott hat Elia nicht alleine gelassen und vergessen. But God had not left Elijah on his own and he did not forget him. Und das macht er auch nicht mit dir und auch nicht mit mir. And he will not do that to you and he won't do that to myself. Dann, That's also something I felt this morning as we were praying for Germany. yes. You know, and the word that Emma shared about, opening the eyes to see Ja. the huge power of God. And it was also the story here, that God is raising up those who are keeping those who are faithful to Him. Ja, das stimmt. That became important to me. Ja, wenn wir morgen über Elisa reden, dann werden wir auch nochmal über diese Geschichte reden, wo Elisa denkt, oder wo er alleine angegriffen wird von dem Heer, was Emma heute Morgen gesagt hat. Tomorrow, when we talk more about Elisha, we'll get to the story where Elisha is in a city that's being attacked by a huge army. Ja, aber er sieht im Geistlichen diese ganzen Leute, die mit ihm stehen, von Gottes Heer. But then in the spiritual world, he sees all these people who are fighting on his side. Ja, ich fand es auch heute Morgen richtig cool. Ich habe auch gleich an die Geschichte gedacht. Ich dachte, yes, Emma. I also thought it was so cool this morning, and I immediately also thought of the story. Cool. Yes, Emma. Okay, ja. Dann, also eben morgen reden wir dann einfach bei Elisa weiter und ich würde jetzt auch noch beten für uns. So tomorrow we will continue with Elijah, and now I want to pray. Ja. Eine Frage noch, gibt es noch weitere Parallelen von Jesus zu Elia? Also 40 Tage, sobald die jeweils 40 Tage in der Wüste sind? Gibt es noch andere Aspekte, die außer der mit der Wüste. Also, gerade in Bezug auf die Hochbahn oder irgendwelche Dürrezeiten? Also du hast das auch, dass er Brot multipliziert hat und so, das hast du auch aufgeschrieben. Ah ja, okay. Gerade in der Sache da, bevor er zum Horeb gekommen ist. Zum wo? Zum Berg Horeb, dort war das dann mit dem Säuseln. Achso, also ich kann nachher mal durch deine Liste durchgucken und dann
gucken, ob mir da gerade noch was einfällt. Ja. Ich meine, nur die eine Szene mit den 40. Wir haben ja festgestellt, dass Jesus 40 Tage durch die Wüste ist und Elia auch. Und auch so eine weitere Parallele gibt. Ach so, eine Szene. okay. Auch das, was direkt davor war, oder das, was danach war. Also eben, dass er halt, ich finde, dass Elia ja... berufen wurde auch, Jesus wurde ja berufen. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Jesus wurde ja getauft im Jordan. Ja. Und danach ist er in die Wüste. Und Elia wird ja auch wieder berufen, als er in der Horeb war. Aber halt nach der Wüstenzeit, Jesus davor. Ja, genau. Also das ist jetzt nicht so ganz chronologisch. Also ich sehe jetzt in dem Moment gerade keine weiteren Parallelen. Okay. Ja. Sind beide im Himmel aufgefahren. Ja. Sorry, weil ich vorher das gesagt habe mit dem Dominieren, gell? Der Mann der Familie vorstehen soll. Wow, so war das gemeint. So Jonathan says sorry that I said that men need to dominate women. I actually meant that the husband needs to be taking charge in a good way. Jonathan. Oh, We know where your heart is. Cool. Okay. I pray, yeah? Yes. Oh God, we thank you so much that you are the one and only true God, that you are almighty, that you have the victory, that your kingdom is coming, and that we are living in good times because you are still writing history, and happy end will be in the end, God. And I thank you that we can put all our trust in you, and I thank you that we can learn from the stories in the past, and that you are still the same, that you love to be with us in these days, that you don't leave us, but that you work in us and through us, God. And I pray that you help us to learn from these stories. I pray that you help us to apply them, God. I pray that you help us to really set our trust in you and walk by faith and not by sight. And I thank you that you have your own personal relationship with each one of us, and that you are in process with us on our way, God. And it's so good to live with you, and we give you all the glory, and we love you. Amen. Amen.